Ja, Folks, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hardball Tattooland. Ich habe einen Gast. Andi Schmidt. Andi, wir kennen uns schon ein bisschen länger, ne? Wir sind jetzt 39. 40 Jahre. Ja, bald, 40 Jahre. Ja. Wir hatten beide noch lange blonde Locken damals. Ja, das stimmt. Du tätowierst seit 92. 92. Sind 32 Jahre. Ja. Ja, ich bin schon noch ein bisschen länger unterwegs. Du bist bekannt geworden durch das Buddy Electric, dein Studio in Willig-Nersen und durch deine Arbeit im DOT. Da komme ich nachher auch nochmal ganz kurz drauf zu sprechen, aber daher kennen die Leute dich. Und die Convention möchten wir da auch noch erwähnen. Und die Mönchengladbach Convention natürlich, ja klar. Tattoo Legendär, mit einem nicht so tollen Ende, aber das brauchen wir hier nicht vertiefen. Wir beide haben gekämpft. Wir haben für uns gekämpft, wir haben für euch gekämpft. Wir haben Seite an Seite gestanden bei Tattoo Farm Retten. Reach, im Rückspiegel betrachtet, in deinen Augen vergebene Lebenszeit oder kannst du dem was Positives abgeben in unserem Kampf? Grundsätzlich bin ich ja immer für, erstmal grundsätzlich, ich bin ja der Pinguin hier von Uli Stein, mit dem Schild dagegen. Ja. So, also grundsätzlich finde ich, muss man sich nichts gefallen lassen. Das fängt an mit Barzahlung und das fängt damit an, wenn man mir das Werkzeug verbieten will, finde ich doof. Ja. So, vor allen Dingen, wenn es dann überhaupt keinen Sinn macht. Wir haben ja die Frage x-mal gestellt, warum macht ihr das? Es ist nicht eine Antwort. Ich hätte ja aus medizinischen Gründen, hätte ich noch verstanden, hätte ich mal gefragt, welche medizinischen Gründe, aber die haben ja nicht mal einen Grund geliefert. Nee, den werden wir heute nicht erörtern. Nee, werden wir auch nicht. Aber unseren Einsatz, denkst du, das war völlig umsonst oder gibt es augenscheinlich auch Erfolge, die man draußen vielleicht nicht so sieht? Ich glaube, der war nicht umsonst. Die haben uns wenigstens gehört. Ich sag mal, ein messbares Ergebnis. Fragst du mich jetzt lieber nicht. Ich meine, das weißt du besser als ich, aber es gab kein wirkliches messbares Ergebnis. Was mich ein bisschen gestört hat an der ganzen Sache ist, wir haben eine Menge Staub aufgewühlt. Es war in aller Munde. Es war auch in allen Zeitungen und die Bild-Zeitungen, die machen das ja immer sehr schön, die kündigen das nächste Horrorszenario an. Wenn sich das aber eben zum Positiven oder glimpflich ausgeht anschließend, vergessen die immer das auch noch mitzuteilen. Ich habe heute noch Kunden, wer da noch nicht weiß, ich bin inzwischen, mein Wirkungskreis ist eigentlich mehr die Schweiz. Auch da kommen Leute rein, hör mal, wann darf ich mich denn mal wieder bunt tätowieren lassen? Mhm. Die Kunden glauben ernsthaft noch, das ist verboten. Tattoofarben sind verboten. Das Das haben wir ja auch angekommen. Das ist aber A, kontraproduktiv, das ist eher sehr geschäftsschädigend und C, eigentlich ein Trauerspiel bei so vielen Medien, die wir haben. Auch, sag ich mal, Tattoo-Presse, das heißt auch Tattoo-Zeitschriften und so weiter, die es ja auch immer noch gibt, dass die Kunden ernsthaft noch glauben, das ist eigentlich verboten. Ja, aber also du wirst immer Leute haben, die es nicht wissen und so weiter. Ne? Also ich denke, dass die mit dem Widerstand, den wir da geleistet haben, nicht gerechnet haben. Deswegen sind sie zum Ende auch sehr nervös geworden. Und ich glaube, dass diese fehlenden Kontrollen, die wir jetzt noch nicht haben, auch was mit unserem Widerstand zu tun hat, weil wir ja immer noch fighten und dann schauen wir mal, wie es aussieht. Als einer der Mitwegbereiter der internationalen Tattoo-Szene, wie hat sich die Tattoo-Szene, oder gibt es für dich überhaupt eine Tattoo-Szene? Oder wie würdest du das nennen? Oder gab es eine? Es gab eine, es gibt auch heute noch eine. Die hat es natürlich drastisch verändert. Ich möchte jetzt nicht einfach sagen, früher war alles besser, weil das passt. Nee, das ist ein Sender, wo wir klar aussprechen, was wir meinen. Das passt also zu unserem Alter, ne? So die alten Säcke, die finden immer, früher war alles besser. Aber es war anders. Es war ganz anders. Und ich sag mal so, das, was ich empfunden habe, als ich in die Tattoo-Szene gegangen bin oder mich da reingearbeitet habe, das war ja ich entscheide mich jetzt Tätowierer zu werden. Ey, das war Blut, Schweiß und Tränen. So beide Zügel zwischen die Zähne und dann beide Colts raus und dann ging das los. Ja, mir brauchst du das nicht erzählen, das weiß ich. Erzähle ich euch jetzt, so, ja. Weil er kennt das schon, ja. Ja. Aber das war eine ganz andere Hausnummer. Ich sag mal so, Und heute gibt es alles auf dem Silbertablett. Ja, aber es ist halt auch schwierig zu sagen, so die Gnade der frühen Geburt, erfunden haben wir es ja auch nicht. Nein. Und ich sag mal so, ich kann auch keinem vorwerfen, der heute einen gemachten Weg hat. Den hatten wir auch ohne Ed Hardy, wären wir heute auch nicht da. Wir würden überhaupt nicht hier sitzen. Nein, ich meine... Aber es ist trotzdem, es ist heute zu einfach. Und ich sag mal so, also ich finde, man muss ja für was brennen, so heißt das ja, ne? Man muss brennen für etwas. Ja. So, und also
Ich weiß nicht, das fehlt dir heute ein bisschen. Also nichts, wo ich mir die Finger dran wärmen könnte, sage ich mal so. Okay. Gut, also hat sich nicht zum Guten verbessert. Würde ich nicht sagen, Aber den neuen Generationen einen Vorwurf machen wäre auch falsch. Ne? Also ein Rennfahrer, der heute in ein Auto steigt, der hat schon lange nicht mehr die Lebensgefahr wie vor 40 Jahren. Also Entwicklungen, alles, das kann man ihm ja nicht zum Vorwurf machen. Nein, das kann man auch nicht. Ne? Aber ich sag mal so, weißt du, wie auch wir die Diskussion hatten? Da habe ich hier mit meinem Freund Joe Capobianco, den kennst du ja auch noch, und Jimmy Litwock haben wir nächtelang darüber diskutiert, wo er dann zu mir sagte, Andi, ganz ehrlich, wenn du der Meinung bist, dass jemand, der tätowiert, wissen muss, dass Ed Hardy kein Modedesigner ist und der auch wissen muss, wer Brian Everett, wer Jack Rudy ist, dann musst du denen das erzählen. Weil die werden auch sterben irgendwann, ohne dass die das wissen und werden trotzdem ihren Job gemacht haben. Ja, aber werden deren Rapper heute auch nicht. Und das ist gut so. Ja, gut. Weißt du? So, also, ja, gut, okay. Aber ich sag mal so, die Alten, die haben ja das Recht, sich das rauszuschneiden, was sie haben wollen. Ja. Aber wir haben aber auch die verdammte Pflicht oder diesen Fluch, das ist unser Job. Denk mal an deinen Vater. Hat der dich verstanden, was du da gemacht hast? Nein, Nee, das meiner meine auch ich nicht. ja. Und Also ich wir bin übernehmen jetzt die Rolle von ja unserem auch Vater. einer, der gerne beide Seiten beleuchtet. Ne? Ich verstehe uns alte Hasen, wie schwer wir es hatten, um an Zeug zu kommen, um Techniken zu lernen, zu erfahren oder selber sogar zu erlernen. Und heute kriegst du alles mitgeteilt, weil es gibt überhaupt keine Geheimnisse mehr. Nee, YouTube macht's möglich, Ja. aber das ist halt trotzdem. Ich habe so bei manchen Sachen, wo ich denke, okay, man muss vielleicht nicht unbedingt seine Roots kennen. Ich weiß auch nicht, ob jeder Stürmer heute hier hängen sie alle von Gladbach, Ja. ob der weiß, ja gut, Pelé weiß der vielleicht noch, aber ob der dann so Schnellinger, ob der dem das noch was sagt oder Sepp Herberger, das weiß ich nicht. Also, du bist sicher, dass Hamilton alle alten Rennfahrer kennt? Nee, glaube ich auch nicht. Ja, das, eben. Also ist kein aber Phänomen die unserer Branche. Nein, aber die funktionieren ja trotzdem. Ja, die funktionieren ja trotzdem. Und ich sag mal, Und gut. an der Stelle, wenn wir mal so mit Leuten, man sieht die neuen Arbeiten. Ich weiß noch, als ich angefangen habe, meine erste Tattoo-Convention, ich glaube, die Butze ist immer noch nass von damals. Katastrophe. Wie war? Welche? Das war in Bielefeld. Aha. Und da stand dann der Doc-Tattoo. Kannst du dich noch erinnern? Ja. Ich weiß nicht, wer aus dem geworden ist. Der stand irgendwann hinter mir und das war so ein Name halt. Und der stand hinter mir und ich habe mir immer, verpiss dich, ich bin schon nervös genug. Und der steht hinter mir und guckt. Mach ruhig mal weiter. Ich so, ich möchte das nicht. Und dann sagte er, ey, ich kann selbst von dir noch was lernen, weil du fängst ja gerade an, oder? Ja, ich sag, tu ich. Sagte, mach doch einfach mal, ich möchte mal gucken. Also, der war nett, der war auch hilfsbereit dabei. Wo ich Was zu der Zeit eher schwierig war. eher schwierig und Ja? ein Phänomen war, Das ja? ist so. Aber das war schön einerseits und andersrum, wenn ich heute sehe, heute interessiert die das alle nicht, habe ich immer das Gefühl. Weißt du, wenn ich sehe. Ja, aber liegt das auch nicht, und da kommen wir ja nachher zu, an dem Überfluss? Ist die Masse nicht zu breit geworden, um sag mal, da noch dieses, ich meine, so ein Brian Everett würde doch heute unter 1000 Brian Everetts wahrscheinlich auch untergehen. Damals war das aber ein Phänomen. Ja. Oder sehe ich das falsch? Nee, das war mit Sicherheit ein Phänomen. Und wenn du Jack Rudy anguckst, ich meine, Jack Rudy ist immer noch in der Lage, der macht heute noch Single Needle. Mhm. Der macht die Köpfe von den Weibern sind immer ein Stück zu groß. Die haben immer einen Wasserkorb, aber daran kann man Jack Rudy Pin-Ups Dafür ist das Tattoo sehr klein, ne? Ja, aber der macht halt immer noch mit einer Nadel, weil das hat er im Knast gelernt, mit einer angefeilten Gitarrenseite. Aber da ist er der Einzige, der das Ding beherrscht. Tut mir leid. Wenn ich aber heute sehe, dass da Leute sitzen, die machen mit einer Single Needle an ihren hyper realistic Tattoos dann die Wimpern. Ja. Soll ich dir mal helfen? Ich In zeig dir einem- mal was von 1983, das ist alles Single Needle. Mhm. Alles weg. Das Mädel hat in 5 Jahren so ein Brillenhämatom. Das interessiert aber keinen. Nein. Weil ich habe immer das Gefühl, Entschuldigung, Folks, seid nicht böse, aber bei vielen drängt sich mir immer so ein bisschen das Gefühl auf, ihr macht ein Tattoo für ein Foto. Ja, das ist auch bei vielen tatsächlich der Fall. Nicht ne? alle, also Nee, nicht alle. Hut Das- ab auch vor der Das Arbeit. ist bei vielen, ja. Hä? Aber ich glaube, das ist, was du fragtest, ich glaube tatsächlich, das Business funktioniert einfach zu gut und zu rund. Man muss sich ja nicht groß kümmern. Weißt Ja, also wie gesagt, du weißt, mein Junior ist jetzt langsam mit in der Firma und wir waren in Vegas auf der Tattoo Convention und das war ganz witzig, da kriegte einer einen Oberschenkel tätowiert und ich gucke auf die Wade und
ich sofort Instagram raus, ne, und ich sag jetzt auch nicht bei wem, ist egal. Und dann habe ich ein Bild rausgesucht und habe gesagt, guck mal hier, boah, ist das geil. Ich sag, guck mal da, das ist das. Ne? Und er sagt, das kann nicht sein. So, und dann hatten wir Insta von vor 3 Jahren und das Bein in Live da liegen, das war VW Käfer und Ferrari. Ne? Also so war der Unterschied. Aber so werden die Leute halt heute. Das Problem ist aber, ich habe letztens noch, merkst du, wir knatschen schon wieder. Jetzt. Ja, wir knatschen schon wieder. Aber es ist aber auch nicht fair. Weil, so, guck mal, ich bin alles. Ich bin Tätowierer, ich bin Supplier. Mir sind die Tattoo-Kunden auch, liegen mir auch am Herzen. Ja, wir hatten es wegen der Filter. Ne? So Filter und es ist ja, der Punkt ist ja, ich habe das damals gesehen, wir hatten ja mal so einen Einbruch in der Tattoo-Szene. Das ging so von einem halben Jahr ausgebucht sein, ging das auf 3 Wochen zurück. Ja. Ich bin im Wechsel zur Tür gelaufen und zum Telefon und habe geguckt, ob die abgeschlossen ist oder das Telefon noch funktioniert, es lief nichts mehr. Und dann plötzlich kam Miami Ink. Mhm. Ja, und dann hat sich das so auf ein paar Wochen fest und dann ging das steil nach oben. Und dann stehen irgendwann an einem Tag 3 Leute bei mir im Laden und wollen einen Phoenix haben. Ich sage, Leute, wieso denn Phoenix? Hat 15 Jahre Kinder nachgefragt. Da sagt ein Kunde, da war doch gestern bei Miami Ink. Ja. So, und da merkst du dann wie gut Werbung funktioniert. Das ist ja intravenös. Das wirkt ja sofort. Am nächsten Morgen rennen die los. Und das ist aber das Problem, was wir auch mit den Social Media haben. Die Leute sehen etwas und wollen es haben, sofort. Ja. Gut, aber Miami Ink war Fluch und Segen gleichzeitig. So, ne? Wo der Tattoo-Szene nicht so gut ging, kamen die Medien. Gedacht war die Werbung ja, dass wir den Leuten draußen zeigen, was Tattoo-technisch machbar ist. Ja. Dass dann einer den Phoenix aus der Sendung haben will, da wäre ja im Leben keiner drauf gekommen. Ne? Aber das sind dann die Side-Effects. Ne? Das ist so. Aber ich muss dir ehrlich sagen, bei allem Ärgern, was man so bei jedem Format machen kann. Man kann ja, aber ich meine, man kann auch an einem Klumpen Gold was Scheiße finden, weil der so schwer ist. Ja. Das kann man machen, muss man aber nicht. Muss man auch nicht. Und ich sag mal ganz ehrlich, ich glaube tatsächlich, solange die Formate im Fernsehen noch laufen, solange wird das Interesse am Tattoo auch nicht untergehen. Also Tattoo wird nie untergehen, Nee, ne? aber, auch ohne Fernsehen nicht, glaube ich. Nein, ne? das glaube ich tatsächlich auch nicht. Es wird immer, genau wie Fitnessstudios, Sonnenbank, alle Business haben ihre Wellen und so wird das bei Tattoo auch sein. Aber wir schweifen zu weit ab. Wie hat sich denn deiner Meinung nach die Einstellung der Gesellschaft über die Jahre geändert, in Bezug auf Akzeptanz und Mainstream? Also wenn du mir jetzt sagst, das ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen und keiner guckt dich mehr blöd an, da sage ich dir aber was anderes. Ja, das ist richtig. Aber ich sag mal, das kann man jetzt auch wieder von allen Seiten beleuchten, oder? Also ich sag mal ein paar Seiten nehmen. Mal ganz ehrlich, das 2001 Philadelphia Tattoo Convention von Crazy Eddie, bin ich extra nach Dings geflogen. Da hatte ich 5 Jahre schon mein Tattoo-Studio, 6 Jahre. Mhm. Und das ist das erste auf dem Unterarm, weil ich damals gedacht habe, wenn das schief geht mit dem Tätowieren, wenn du die Unterarme voll hast, kriegst du nie wieder einen Job. Dann habe ich überlegt, nach 6 Jahren Tattoo-Schule, wenn ich dann zum Arbeitsamt gegangen wäre, Herr Schmidt, was haben Sie beruflich gemacht? So, ja, tätowieren. Okay, rufen Sie bitte nicht an, wir rufen Sie an. Da habe ich gedacht, weißt du was, das ist auch scheißegal. Aber damals war das noch so eine, das ging nicht. Ja, Heute, ich war auch der erste Ja, Tätowierte. du hast Also ja- noch Du hast ja schon vor deutlich dir. sichtbarere als ich. In den 80ern schon. Ja. Ja, mein erstes habe ich 83 machen lassen, Ja. Daniel Röhrig. Ja. Aber die Gesellschaft allgemein. Ist jetzt- heute ist das ja eigentlich, ich will nicht sagen, dass das akzeptiert ist unbedingt, aber es wird toleriert. Ich sag mal ganz ehrlich, wenn du heute eine Fleischfachverkäuferin suchst für deinen Laden und du magst keine, die ein Unendlichkeitszeichen und die Namen ihrer Kinder auf dem Unterarm hast, dann musst du den Job selber machen. Nee, ja, das ist schon richtig. Ne? Ja, also so, von daher- also mir passiert es immer noch, dass die Handtasche von der Oma fällt, wenn ich plötzlich um die Ecke komme und die guckt mich mal schnell an. Du bist sicher, das liegt an deinen Tattoos? Das liegt an den Tattoos, Okay. ganz sicher. Nein, also es ist schon akzeptiert, das ist richtig, aber hat immer, und das glaube ich ja auch, dass sich heute unheimlich viele auch nur tätowieren lassen, um diesen Effekt von Tätowierung zu erleben. Früher hat man sich tätowieren lassen, weil man mit denen allen nichts zu tun haben wollte. Ja. Heute lässt sich tätowieren, damit du dazugehörst. Ja. Oder Das ist als das angesehen wird, als was angesehen wird, was du eigentlich ja nicht bist.
Ja, aber wollen wir Ne? darüber meckern? Ich meine, davon leben wir uns ziemlich gut eigentlich. Ne? Deswegen hat er die letzten 30 Jahre gut funktioniert. Ja, Das Problem ist, und da werden viele Kollegen mir zustimmen, hast du mit Sicherheit auch mal Leute da sitzen, wo du denkst, eigentlich solltest du kein Tattoo kriegen. da gibt es reichlich von. Ne? Also wenn die Frage kommt, was nimmt man denn da so? Ja, und ich werde jetzt in den nächsten Sendungen auch meinen Ärger ablassen über hier Vollnarkose bei Tattoos für Angsthasen. Da kriege ich dann halt, also wer es nicht schafft, sich da mal 30 Stunden hinzusetzen, Aber dann können wir doch gerade, wenn wir jetzt schon, dann tun wir doch mal einen Gefallen, dann erklären wir doch mal, wieso in deutschen Magazinen ganzseitige Werbung für Tattoo-Salbe, also für Numbing Cream gemacht wird. Das ist verboten. Das Ja. ist definitiv, das ist illegal, was ihr da macht. Und das das ist, bewerbt ihr nein, noch? Numbing Cream verboten ist nicht. Ja, du darfst sie nur nicht anwenden. Der Prozentsatz, der da drin ist, in manchen ist verboten. Du kriegst einen freien Verkauf in der Apotheke, Ja, du aber kriegst auch- ist unter 5%. Du kriegst auch Lidocain im freien Verkauf, nur benutzen darfst du nicht. Nicht über 5%, richtig. Entschuldigung, aber das ist doch, Entschuldigung, scheiße. Ja. Also wenn nicht die Clique hat, sich das reinzuziehen, und Entschuldigung, es gibt immer noch Sachen, die sind nicht alleine mit Geld zu machen. Da musst du auch mal wirklich Blut, Schweiß und Tränen. Und wenn du das nicht hinkriegst, dann Ja, lass es mir doch bleiben. würde der Bezug zum Tattoo fehlen. Und das sage ich ja. Manche, die wollen gar nicht das Tattoo oder den Bezug zu der Tätowierung, die wollen den Effekt, den dieses Tattoo hat, auf andere. Ne? Und den kaufen die sich. Ne? Das Aber ist, wo wir jetzt darüber gerade reden, können wir doch mal direkt weiterreden. Für mich ist das Tätowieren immer noch ein Event. ja. Das ist das Ereignis an sich. Ich kann dir zu jedem Tattoo kann ich dir eine Geschichte erzählen. Und jetzt nicht, weil das habe ich mir machen lassen, weil mein Opa eingewachsene Fußnägel hatte und das hier, weil mein Wellensittich die Tür eingetreten hat, sondern tatsächlich geht um andere Sachen, geht einfach um, habe ich damals machen lassen, als das und das passiert ist, oder als ich mit Jimmy und Joe da gewesen bin, als die auf meiner Convention waren, als ich im Urlaub war und den zufällig am Strand getroffen habe. Und dann vor allen Dingen, man spricht, du kennst die alte Regel noch, wenn du was lernen willst zum Tätowieren, lässt du dich tätowieren, dann darfst du Fragen stellen, dann Ja. kannst du auch antworten. Ja, und das ist der nächste Aufreger, wo ich eine der Sendung mache. Zeitarbeit, hast du das mitgekriegt? Ja, das hab ich. Zeitarbeitsfirmen suchen Tätowierer für Kunden. Dann werden die, also Leute, da werde ich mich komplett drüber auslassen. Also noch dümmer geht's nicht. Wir haben in Ne? Zürich, da vermietet einer eingerichtete Tattoo-Räume. Also dieser Event des Tätowierens, das ist für mich wirklich, das ist ein Erlebnis an sich, da will ich dann auch bei sein. Deswegen kann ich auch nicht begreifen, dass jemand seinen Termin vergisst. Da kann ich schon 3 Tage vorher, bin ich schon nervös und kann schlecht schlafen, weil ich in 3 Tagen wieder einen Tattoo-Termin habe. So, und man spricht, man redet mit den Leuten. Für mich der komplette No-Go, da sitzen Tätowierer oder aber auch Kunden da, haben einen Kopfhörer auf dem Kopf. Also dann kann ich mir auch ein T-Shirt anziehen, du bist mir scheißegal. Und zwar in die Richtung wie auch in die andere Richtung. Das ist für mich auch so was fehlt. Ja. Für mich war das immer ein Ding, ey, ich lasse mich tätowieren. Dann redet man lernt den Menschen kennen. Da findet auch eine Interaktion statt. Ich würde mich zum Beispiel nie von jemandem tätowieren lassen, den ich nicht mag. Also jemand, den ich nicht lieben kann. Also da der darf bin mir ich auch bei nicht dir. wehtun. Sorry. Gerade als Supplier kenne ich ja Künstler, ist der Wahnsinn. Da sind Arbeiten bei, die respektiere ich zu 1000% und hätte ich auch gerne, aber ich kann mich da nicht hinsetzen, weil es ein Arschloch ist. Ja, also da bin ich, ich nenne keine Namen, aber die kenne ich tatsächlich. Ich könnte keine 2 Stunden, die arbeiten top, finde ich super, aber ich könnte mit diesen Menschen keine 2 Stunden, will ich auch gar nicht verbringen. Nein. Dann wäre für mich wieder die Vollnarkose. Das die wird dann nee. sinnvoller, ja. Gut, jetzt hast du schon ein paar Sachen angerissen. Meine nächste Frage wäre, was deiner Meinung nach die negativen Auswirkungen von dem Überfluss und der Kommerzialisierung von Tattoos sind. Also auch gib mir mal einen Blick in deine Zukunft. In meine Zukunft? Naja, wie du übers Tätowieren siehst. Was sind die Auswirkungen von diesem Überfluss jetzt? Ja, wie stelle ich mir die Zukunft vor? Das ist, wenn ich eine Glaskugel hätte, wäre mir wohler, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ja, aber noch nicht mal, wie die Zukunft vor. Was sind denn für dich, ich meine, es gibt immer mehr Tätowierer, in meinen Augen immer weniger Tattoo-Kunden für diese Menge an Tätowierern. Was sind die negativen Auswirkungen dieses Überflusses? Na gut, das Risiko, was wir haben, das siehst du ja jetzt schon, der Kuchen wird nicht größer, nur die Stücken werden kleiner. Das heißt also, die Frage ist wirklich, wie lange kann
jeder Tätowierer davon noch leben, ganztags, also wirklich hauptberuflich. Also wir haben ja jetzt schon den Fall, dass in Amerika, ich kenne also amerikanische Jungs, die riesen Namen haben, die haben einen Zweitjob. Ja, das ist in der Schweiz auch inzwischen Das schon ist teilweise so. gang Ja, und ja. gäbe, ne? Das ist gang und gäbe. Das Problem ist einfach, ich sag mal, wenn man die Pfoten von dem Business gelassen hätte und hätte es denen überlassen, die es machen und die es können. Aber dadurch, dass das jetzt auch so zu einem Hobby verkommen ist, es ist ja wirklich, ich muss diese Geschichte erzählen. Ich habe einen Kunden, dem habe ich einen kompletten Arm gemacht, schwarz-grau. Der hat auch Geld gekostet, aber ein richtig schöner Arm geworden. Dann kommt er an und sagt, hör mal, Andi, kannst du mir mal helfen? Guck mal hier. Und dann zeigt er mir seine Hand und dann hat der da ein Gekritzel auf den Pfoten. Ich sage, was ist das denn jetzt? Ich sag, der Arm bis hierhin super und das, was rausguckt, sieht, ja, ich habe mir mal so ein Set gekauft. Ich habe ehrlich gedacht, das wäre einfacher. Was soll ich denn jetzt sagen? Also, und war wirklich, also mindestens durchschnittlich intelligenzbegabt, also nicht irgendein total Bekloppter. Also, aber damit unterstellt er dir ja schon, dass du vorher eine Pipi-Arbeit gemacht hast und dafür viel Geld gekriegt hast. und dass ihn das jetzt Und das interessiert hat hat, jeder ob der kann. das nicht billiger selber könnte. Ja. Ja, das ist das eine. Das nächste ist, was die Das auch, ärgert mich am meisten. ja, das ist ne? so. Und das Problem ist halt, was wir ja auch irgendwie schmerzlich feststellen mussten, ein Tattoo abgeheilt und eingepackt in eine Folie, das ist nicht das Endergebnis. Nein. Guck mal in 5 Jahren, dann weißt du, ob die Farbe drin geblieben ist oder ob die zu tief drin ist. Und das sind so Sachen, du glaubst am Anfang, du machst alles richtig und siehst dann hinterher so, oh, müsste ich mich bald mal entschuldigen für das. Ja, aber das ist ja auch was ich sage. 80% der Sachen im Netz, wo die ihre Kunden mitfangen, ist alles frisch. Ob auf Innenhand, auf der Hand, am Hals, abgeheilt, siehst du da nichts von. Warum? Und selbst die sind dann noch mit Filtern bearbeitet. Ja. Habe ich letztens noch einen Kollegen tätowiert, der sage ich mache aber da nichts mit Filtern. Oh, sagt er, herzlichen Glückwunsch, habe ich doch einen gefunden. Dann scheinst du der Einzige zu sein. Ich sage, ja, aber ich will das nicht. Das ist doch Fusch am Kunden, oder nicht? Ja. Er sagt, aber das wird auf deinem Grabstein stehen. Er war arm, aber ehrlich. Ja, aber ich mache das auch nicht. Also auch meine Ja, Leute aber im im Studio Endeffekt, nicht. Ne? die Kunden sehen aber nur das im Internet, das Bild. Ich habe da inzwischen einen Blick für, ich sehe so ja schon direkt, ohne Vergrößerung, da ist ein Filter drauf. Mhm. Sehen viele aber nicht. Das heißt also, du wirst verglichen mit einer KI. Ja, Wie willst du das gewinnen? Nee. Das heißt, die Kunden glauben grundsätzlich, dass du das nicht so gut kannst wie der da. indem wir aufklären, dass da jede Menge getrickst wird. Aber ich habe auch Kunden, die kommen rein und ich sage mal, Alter, 10-mal durch den Filter gezogen. Ja, weiß ich. Das ist ja nur so für die Richtung. Und trotzdem sagen sie, naja, hör mal. Ne? Naja. Ja. Also denkst du, dass diese Kommerzialisierung auch Auswirkungen auf die Qualität der Tattoos hat heute? Ich glaube tatsächlich, dass es sehr viele gute Tätowierer gibt und dass es möglicherweise sogar prozentual oder gut, dadurch, dass die Zahl viel größer geworden ist, ist natürlich der prozentuale Anteil der guten Tätowierer auch größer. Aber es gibt wirklich heute, glaube ich, mehr gute Tätowierer, als es die früher gab. Also definitiv auch prozentual mehr, auch bei der großen Menge, aber trotzdem, ich sag mal ganz ehrlich, ich bin nicht der beste Tätowierer, ich bin Allrounder. Ich habe damals angefangen, so wie du auch, du warst ja noch 10 Jahre vor mir, glaube ich, dran. Man hat jedes Tattoo machen müssen, weil du nicht wusstest, wovon du sonst deine Miete bezahlen sollst. Naja, früher mussten wir Kunden mit dem Lasso einfangen und ins Studio ziehen. Also deswegen ist man Allrounder geworden. Bin ich auch immer noch sehr gerne. Das Einzige, was ich ablehne, ist Maori, weil ich mich einfach mit dem Metier nicht auskenne. Und deswegen, ich möchte ihm keine Schildkröte tätowieren und dann hinterher heißt es, ja, aber was soll das denn? Ich kenne mich damit nicht aus, also lasse die Finger davon. Aber machen könnte ich das auch. Aber es gibt natürlich Spezialisten und ich sag mal, ein Spezialist ist ja wahrscheinlich immer besser als ein Allrounder. Also ich will mich da auch gar nicht nach vorne stellen. Da gibt es richtig gute Leute für jede Art von Tattoos gibt es, für jeden Stil gibt es Profis, die das ganz super können. Aber es gibt halt auch die Masse und in jeder Stadt inzwischen früher mal ein Tattoo-Studio, vielleicht mal ein zweites nach Absprache. Heute hast du Berlin 1000 oder was? Plus nochmal 5000. Aber auch bei uns in Städten in der Schweiz 100.000 Einwohner, 50 Tattoo-Studios. Du weißt es ja, weil du funktionieren. hast es ja mitgekriegt. Ich bin ja aus meiner Heimatstadt weg.
Ja. weil da schon Toto war. Ja. Heute sind da 46 Deswegen war ich im Kreis Viersen, weil Ja. der Herbert Neujahr keinen. Ja, genau. Hat 8 Jahre lang funktioniert. So, und dann, heute sind da 46 Studios und dafür habe ich meine Heimatstadt verlassen. Ne? Ja, Ja, das ist halt so heute. So, ein Satz muss ich jetzt noch loswerden. Wir haben es ja gerade gehabt von wegen, Leute, es ist kein Hobby. Tätowieren ist kein Hobby. Es ist auch keine gute Idee, sich für inzwischen einen Fuffi ein Starter-Set zu kaufen. Wahrscheinlich gibt es die inzwischen auch als Pens, inzwischen sogar ohne Kabel, auch schon für einen Fuffi. Die Farbe haben sie dann von irgendeinem Toyota runtergekratzt und wieder flüssig gemacht. Die landet dann irgendwann beim Arzt mit schweren Allergien. Das ist dann wieder einer mehr von den Tätowierungen, die dann im Register stehen als problematisch, obwohl das bei der Herkunft der Farbe gar kein Wunder gewesen ist. Nein, aber ey, Leute, Bauernmalerei, jedwede Kunstform, die man alleine betreibt, ohne jemanden fragen zu müssen, ob er mal stillhalten kann und dann der damit leben muss den Rest seines Lebens, ist ein Hobby, aber das ist kein Hobby. Und Entschuldigung, wenn ihr das machen wollt, dann malt auf euren Oberschenkeln rum, sonst irgendwie wo was. Aber ganz ehrlich, um das als Hobby zu betreiben, ihr werdet nie gut werden, weil wenn du das nicht jeden Tag machst und jeden Tag übst und machst und tust und dir einen Kopf drüber machst, was du da tust, mit welchem Werkzeug, mit welchen Farben und versuchst da ein System rauszuerkennen, wie du das machen musst, bei welcher Haut du wie, wo, was tust. Das ist eine Wissenschaft für sich. Das mag vielleicht ganz einfach aussehen, aber Leute, Fußball sieht im Fernsehen auch ganz einfach aus. Das sieht immer bei Profis einfach aus, wenn die was machen. Ist es nicht. Und ey, ihr macht das an Leuten, die müssen den Rest ihres Lebens damit zubringen. Und es kann ja auch sein, das ist mit 18 noch lustig, ob das mit 38 immer noch so lustig ist. Ja. Jetzt hast du eine schöne Brücke geschlagen, ne? Tattoo ist kein Spaß und auch kein Spiel. Und in den Social Medias höre ich jetzt immer, das Tattoo-Spiel hat sich geändert. Ne? Da kommt mir, ohne dass ich Wein getrunken habe, die Säure hoch, wenn ich sowas schon höre. Es ist kein Spiel und lasst euch nicht verarschen. Ne? Da steht ja jetzt, gute Tätowierer wissen nicht, wie sie Kunden generieren können und Zeitarbeitfirmen suchen jetzt Tätowierer für Kunden, die die Tattoo-Studios nicht finden. Was für ein Scheiß. Das sind einfach andere Idioten, die einfach nur noch mitverdienen wollen. Aber jetzt reg ich mich wieder auf. Anderes Thema, kommt noch eine Aufregung zwischen.